Willkommen zu einer kleinen Auszeit für die Seele. Heute lade ich dich wieder ein, mit mir in eine besondere Geschichte einzutauchen. Wenn dir die Erzählung gefällt, abonniere gerne meinen Kanal und sei dabei. Viel Freude beim Zuhören. Happy Birthday, Henning! Henning Brand stand am Fenster seines Arbeitszimmers und betrachtete den leichten Dunst, der sich wie ein zarter Schleier über die flache Landschaft zwischen Hamburg und der Lübecker Bucht gelegt hatte. Die Aprilsonne schimmerte durch die dünnen Wolken und ließ die frisch ergrünten Felder in der Ferne glänzen. Es war der 15. April, sein 54. Geburtstag, und wie in den letzten Jahren hatte Henning beschlossen, diesen Tag wie jeden anderen zu behandeln. Sein Mobiltelefon vibrierte auf dem Schreibtisch. Die 3. SMS heute Morgen. Er nahm das Gerät in die Hand und las die Nachricht von seinem alten Schulfreund Klaus. Alles Gute zum Geburtstag, du alter Workaholic. Wie wäre es mit einem Bier heute Abend? Die Truppe würde sich freuen, dich mal wiederzusehen. Henning seufzte. Die Truppe, das waren seine alten Freunde aus Schulzeiten, die sich jeden Freitagabend in der Eiche, der Dorfkneipe von Bagdaheide, trafen. Früher war er regelmäßig dabei gewesen. Doch seit er die Leitung der IT-Abteilung bei einem mittelständischen Unternehmen in Hamburg übernommen hatte, waren seine Besuche seltener geworden. Irgendwann hatte er aufgehört zu zählen, wie oft er abgesagt hatte. Er tippte eine kurze Antwort. Danke für die Glückwünsche. Leider viel zu tun. Wichtiges Projekt. Vielleicht nächstes Mal. Kurz überlegte er, ob er noch etwas hinzufügen sollte, entschied sich aber dagegen und drückte auf Senden. Das schlechte Gewissen meldete sich sofort. Er hatte tatsächlich einen wichtigen Projektabschluss vor sich, aber die Deadline war erst in 2 Wochen. Die Wahrheit war, dass er sich in der Gruppe mittlerweile unwohl fühlte. Wenn er nach monatelanger Abwesenheit auftauchte, fühlte er sich wie ein Fremder. Die anderen tauschten Insiderwitze aus, erzählten von gemeinsamen Erlebnissen und er saß daneben und lächelte höflich. Er kannte die Namen ihrer Kinder nicht mehr, wusste nicht, wer inzwischen geschieden war oder ein neues Haus gebaut hatte. Henning wandte sich von seinem Fenster ab und setzte sich an den Schreibtisch. Sein Laptop war bereits hochgefahren und die E-Mails strömten wie eine nie versiegende Flut in sein Postfach. Während er die ersten Nachrichten durchging, klingelte sein Telefon erneut. Diesmal war es seine Schwester Hanna aus Lübeck. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, großer Bruder«, trällerte sie ins Telefon. »Ich habe gerade mit Mutter gesprochen und wir dachten, wir könnten dich heute Abend zum Essen einladen. Nichts Großes, nur die Familie.« Henning zögerte. Seine Mutter, seine Schwester, deren Mann und die 2 pubertierenden Neffen, das klang nach einem langen Abend voller Familiengespräche. Er würde Rede und Antwort stehen müssen, warum er immer noch Single war, warum er sich so selten meldete. Und ob er nicht langsam an die Rente denken sollte. »Das ist aber lieb von euch«, antwortete er schließlich, »aber ich muss heute Abend noch arbeiten. Ein wichtiger Kunde wartet auf meine Auswertung.« »An deinem Geburtstag?« Hannas Stimme klang enttäuscht. »Du arbeitest zu viel, Henning. Das sagen wir dir schon seit Jahren.« Ich weiß«, beschwichtigte er, »aber nächstes Wochenende komme ich vorbei. Versprochen.« Nach dem Gespräch starrte Henning auf seinen Bildschirm, ohne wirklich etwas zu sehen. Er hatte seiner Schwester nicht die Wahrheit gesagt. In Wirklichkeit hatte er den ganzen Tag freigenommen, ein seltenes Ereignis. Sein Chef hatte darauf bestanden, nachdem Henning in den letzten 2 Monaten fast jedes Wochenende durchgearbeitet hatte. »Gönn dir einen Tag für dich, Henning«, hatte sein Chef gesagt. »Geh feiern, triff deine Freunde, das Büro läuft nicht weg.« Stattdessen saß er nun in seiner kleinen, aber akkuraten Wohnung am Stadtrand von Ahrensburg, umgeben von Stille. Die Wahrheit war, wenn er nicht arbeitete, wusste er oft nicht, was er mit sich anfangen sollte. Die Arbeit gab ihm Struktur,
ein Gefühl der Zugehörigkeit und vor allem eine Entschuldigung, um nicht über die Leere in seinem Privatleben nachdenken zu müssen. Er hatte durchaus Freunde, sogar viele davon, doch bei näherer Betrachtung waren es mehr Bekannte, Menschen, mit denen er sich gut verstand, aber selten über Oberflächlichkeiten hinauskam. Die letzten ernsthaften Beziehungen lagen Jahre zurück. Und jedes Mal war der gleiche Grund für das Scheitern verantwortlich: seine Unfähigkeit, Arbeit und Privatleben zu vereinbaren. Henning erhob sich und ging in die kleine Küche. Er öffnete den Kühlschrank und betrachtete seinen Inhalt. Ein angebrochener Joghurt, etwas Käse, eine Flasche Weißwein und verschiedene Sorten, deren Verfallsdatum er lieber nicht überprüfen wollte. Er schloss den Kühlschrank wieder. Essen konnte er später noch bestellen. Stattdessen machte er sich einen Kaffee und beschloss, einen kleinen Spaziergang zu machen. Die frische Luft würde ihm gut tun. Und vielleicht würde der milde Frühlingstag seine Stimmung heben. Draußen war es angenehm warm für Mitte April. Ein leichter Wind bewegte die Blätter der frisch ausgetriebenen Bäume und überall blühten Forsythien und Magnolien in den Vorgärten. Henning schlug den Weg Richtung Rathaus ein, vorbei an den ordentlichen Vorstadthäusern mit ihren gepflegten Gärten, in denen die ersten Frühlingsblumen bunte Tupfer setzten. Auf halbem Weg klingelte sein Telefon erneut. Diesmal war es Peter, sein Kollege aus der Personalabteilung. »Henning, alles Gute zum Geburtstag. Die Kollegen und ich wollten dich zu einem Drink in der Goldenen Traube einladen. Wir sitzen schon hier und haben einen Tisch reserviert.« Henning war überrascht. Er hatte nicht erwartet, dass seine Kollegen seinen Geburtstag überhaupt auf dem Schirm hatten. »Das ist nett von euch«, sagte er zögernd, »aber ich bin gerade mitten in einem Spaziergang.« »Ein Spaziergang?« Peter lachte. »Bei diesem schönen Wetter verständlich. Aber komm doch danach vorbei, Henning. Ein Bier im Biergarten wird dir nicht schaden.« Henning überlegte. Die Goldene Traube war nur einen kurzen Fußweg entfernt und eigentlich hatte er keine Pläne für den Abend. »Na gut«, sagte er schließlich, »ich komme vorbei, aber nicht zu lange, ja? Ich habe morgen früh eine Telefonkonferenz.« »Klar, wie du willst«, sagte Peter, und Henning konnte das Grinsen in seiner Stimme hören. Eine halbe Stunde später betrat Henning die Goldene Traube, ein uriges Gasthaus mit einem gerade eröffneten Biergarten, in dem Kastanienbäume ihre ersten zarten grünen Blätter zeigten. Zu seiner Überraschung saßen nicht nur seine Kollegen dort, sondern auch Klaus und 2 weitere Schulfreunde, seine Schwester mit Familie und sogar sein Chef mit seiner Frau. »Überraschung«, riefen sie im Chor, als Henning am Eingang des Biergartens stand. Klaus kam auf ihn zu und klopfte ihm auf die Schulter. »Dachtest du wirklich, wir lassen dich an deinem Geburtstag allein?« »Aber wie«, stammelte Henning. »Deine Schwester hat uns kontaktiert«, erklärte Peter. »Und wir dachten uns, wenn du nicht zu uns kommst, kommen wir eben zu dir.« Henning musste schlucken. Diese Menschen hatten sich die Mühe gemacht, seinen Geburtstag zu organisieren, obwohl er sie monatelang kaum beachtet hatte. »Danke«, sagte er einfach. Das ist nett von euch.« »Nicht der Rede wert«, sagte Klaus und schob ihn zum Tisch. »Vielleicht schaust du ja mal wieder öfter bei uns rein. Die Eiche hat dich vermisst.« Henning setzte sich und griff nach dem Bier, das ihm jemand hinschob. Er dachte an die vielen Einladungen, die er abgelehnt hatte, die Wochenenden, die er im Büro statt mit Freunden verbracht hatte. Und trotzdem waren sie alle hier. Seine Schwester brachte eine Sachertorte, seit Kindertagen seine Lieblingstorte, zum Tisch. Als alle Happy Birthday sangen, musste Henning unwillkürlich lachen. Es war ein ehrliches Lachen, eines, das seine Augen erreichte. Der Nachmittag verging mit Gesprächen und Gelächter. Und als die Dämmerung einbrach, stellte Henning mit leichter Überraschung fest, dass er nicht ein einziges Mal an seine Arbeit gedacht hatte. Vielleicht, überlegte er, während er einen Schluck von seinem zweiten Bier nahm, war es an der Zeit, ein paar Dinge in seinem Leben neu zu ordnen. Mein Name ist Ranghild und ich liebe es, Kurzgeschichten zu erzählen.
Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, zeig es mir mit einem Like oder einem Kommentar. Ich freue mich über dein Feedback. Abonniere gern meinen Kanal, damit du keine weiteren Geschichten verpasst. Bis zur nächsten Geschichte. Alles Liebe und bis bald.